Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert. Und Micha, der Kameramann, freut sich dabei zu sein, wie immer. Genau, und dir gefällt das heute auch wieder, oder? Wie immer. Normalerweise steht hier nämlich unser Weihnachtsbaum. Der kommt aber dieses Jahr bei uns in den Flur, weil wir alles offen haben. Und wir haben nämlich dieses Jahr diesen Baum. Und den haben wir selber gemacht, ihr Lieben. Und sogar einen kleinen Wasserlauf haben wir noch mit dabei. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie das nämlich funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Heute mal eine ganz andere Kulisse hier, ne? Ja. Genau, hier stehen wir nämlich vor unserer weihnachtlichen Fensterdeko. Also wenn ihr wissen wollt, wie die funktioniert, guckt doch mal hier oben in der Infobox. Aber deswegen sind wir nämlich auch hier, weil wir haben im Sommer einen Brunnen gemacht mit Sukkulenten und Kakteen. Und ich weiß nicht, Micha, können wir hier einmal rüberschwenken? Der steht nämlich hier bei uns in der Ecke, so vorm Fenster. Und ich fand, das passt jetzt nicht zu Weihnachten. Deswegen habe ich jetzt alle rausgenommen. Die Kakteen und Sukkulenten kommen woanders rein. Und der Springbrunnen oder der Wasserbrunnen kommt hier wieder rein. Ich habe die Steine rausgenommen, die Erde habe ich drinnen gelassen und das Gefäß habe ich gereinigt, genauso wie die Pumpe. Aber das müsst ihr natürlich nicht haben. Man kann ganz normal ein Gefäß nehmen, aber diese Deko passt jetzt hier praktisch noch dazu. Und dann gehen wir hier einmal rüber, weil das sind nämlich die Sachen, die wir heute brauchen. Moos habe ich hier hinten. Dann haben wir Lärchenzweige, die sind wirklich durch den Sturm extrem wieder gerade runtergekommen. Dann habe ich hier im Schuppen gefunden nochmal die Birkenäste. Das ist natürlich sehr praktisch, weil die kann man eben mal knack auf Größe, kann man sich die zurecht brechen eigentlich schon. Da kann man jeden Ast nehmen, den man hat oder der ein bisschen stabiler ist. Also das ist einfach nur das, was ich wie gesagt gefunden habe oder habe. Dann wollte ich normalerweise Kiefernzweige nehmen, weil wir die auch hier in der Deko haben. Aber ich habe das eine Leihgabe, das sind Reste, die halten unheimlich lange grün. Das ist von der Sicheltanne und deswegen habe ich mich dazu entschieden, die zu verwenden und zu verbrauchen. Dann habe ich nochmal das Juteband, denn so eine Blechglocke. Genau, dann habe ich nochmal die letzten großen Zapfen, die ich habe ich nochmal zur Seite gelegt. Die Steine, die hier in der Deko drinne waren, die habe ich gewaschen und habe ich auch hier getrocknet und nochmal hier mit dazugelegt. Dann habe ich eine Lichterkette und zwar ist das diese Bündel mit Netzkabel und 1 Meter Länge. Also genau, die versuche ich auch noch mit einzudekorieren und dann eben wie gesagt Draht, Bindedraht, Schere, Seitenschneider und Gartenschere sowie, genau, Moos habe ich heute, Polstermoos, das habe ich bekommen, das passt natürlich total schön und ich würde sagen, wir fangen an. So, was möchte ich nämlich? Ich möchte gerne einen Tannenbaum basteln und da habe ich einfach mal so ein Augenmaß genommen, was ich für eine Breite ungefähr brauche, wenn ich mir das hier in unser Gefäß genau fixiere. Und ich denke, so geht das ganz gut, auch von der Höhe, Micha, oder? Ja, das sieht gut aus. Gut, das heißt, ich werde jetzt diese 3 Äste miteinander fixieren und dann nehme ich mir jetzt hier mein Bindedraht und ich habe mir das jetzt hier einfach mal so in Position gelegt und nehme jetzt hier diesen Bindedraht und gehe hier einmal rum, verzwirbel mir hier das vorne schon mal. Und genau, die Birkenleiter, die haben wir nämlich auch so miteinander verbunden. Auch da könnt ihr hier oben noch mal in der Infobox gucken. Auch die haben wir immer wieder dekorativ mit drin, ne Micha? Ja. Gerade auch im Hauseingang jetzt zu Weihnachten. Die ist aber auch super dekorativ. So, und jetzt gehe ich hier jetzt ein paar Mal rum. Ich gehe jetzt hier einmal mit dem Drahtende ein paar Mal durch den anderen Draht durch
Genau, und befestige mir das so. Den Rest verstecke ich mir und das mache ich jetzt, und das reicht auch voll und ganz, weil wir haben nicht viel Gewicht, und das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch. Und jetzt haben wir beide Seiten unten und hier oben machen wir genau das gleiche. Einmal verzwirbeln und jetzt hier auch wieder ein paar Mal rum. Was ich immer zwischendurch mache, wenn ich den Draht habe, guck mal hier Micha, dann gehe ich hier einmal nochmal so zwischen beide durch und ziehe das ein bisschen fest, weil dadurch wird das alles noch ein bisschen fester. Es muss nicht schön sein, wir gehen gleich mit den Grünen darüber, die Äste kommen, das heißt, ja, und das ist super stabil. Ich mache mir hier den Rest jetzt ab und fixiere mir das wieder. Und hier ist es jetzt gut, dass wir keine Feinarbeit, das heißt nicht nur 10 cm oder eine Handlänge, und zwar nehme ich jetzt hier längere Stücke und schneide mir die einfach nur so ein bisschen ab. Und guck mal, einfach hier vorne ranlegen, den Bindedraht nehmen, hier schon einmal, ich glaube die Spitze kann noch ein bisschen weiter hoch, genau, einmal schön fixieren, verzwirbeln. Und nun nehme ich den nächsten, lege den einfach hier so rauf. Guck mal, ganz grobmotorisch, wunderbar. Das geht nämlich auch ganz, ganz flott, und komme mit dem Bindedraht jetzt hier auch noch mal einmal rüber und genau, mache mir den auch fest, gehe 1-2 Mal um den Ast herum, und das mache ich jetzt bis nach unten hin. Was hier ganz gut ist, bei uns steht die Pflanzschale vor der Wand, das heißt, der Baum hier, der muss jetzt nur von vorne grün haben, weil er steht sowieso hinten mit der Wand, also an der Wand dran. Wenn ihr jetzt das freistehend irgendwo habt im Raum, dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn man mit der Tanne auch hinten arbeitet, dann legt man natürlich die Tanne oder was man auch hat, hinten mit an und bindet das jetzt damit ein. Und hier unten angekommen habe ich jetzt hier einfach nur so ein kleineres Stück. Ich finde das auch schön, wenn man den Ast dahinter sieht. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und genau, es kommt nachher in die Erde, das heißt, ihr müsst nicht bis nach unten gehen. Und jetzt nehme ich hier den Wickeldraht und wieder ein neues Stück und gehe jetzt hier unten, so wie hier, auch unten wieder lang. Anlegen, 1-2 Mal rum und zur anderen Seite. To a torn and shattered world, let us share with all a Merry Christmas. Und hier am Ende nehme ich jetzt noch mal so ein kleines Stück und in entgegengesetzte Richtung lege ich einmal an und genau arbeite das hier noch mal einmal ein, indem ich hier noch mal mit dem Draht rumgehe. Und auch hier das untere Stück nehme ich einfach nur hier jetzt so ein Stück Tanne und gehe hier einmal mit dem Draht rum. Und ich werde jetzt von unten nach oben binden. Also das heißt, ich lege nicht hier oben an, damit ich die Spitze habe, sondern ich fange jetzt hier an. Ich nehme hier einfach ein Stück, lege mir das hier unter und gehe jetzt hier einmal mit dem Wickeldraht drüber. Und das funktioniert wirklich super. Einfach nur ein bisschen andrahten und das mache ich jetzt bis oben hin. Hochheben, unterstecken und einmal rum. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich habe das jetzt mal eben einmal umgedreht, damit ihr das sehen könnt. Und ich gehe jetzt hier wieder ein paar Mal nur mit dem Draht rum. Im Grunde ist die Tanne schon super dran. Und verzwirbel mir das, und ich bin hier auch wirklich gut mit meinem Draht gerade so hingekommen, das war eigentlich auch der Plan. So, und hier gehe ich jetzt auch wieder unter den anderen Draht durch, guck mal, und es passt haargenau, also wirklich, hups, ich gehe hier mal eben rüber, und ich werde jetzt hier den richtig schön
in die Erde reinstecken. Pumpe muss mal eben weg. Hier auch. Wie gesagt, das kann man auch in klein machen. Wir hatten das nun gerade hier in groß und ich finde, das passt hier ganz gut hin. Und deswegen dekorieren wir das hier in groß einmal nur um. Und jetzt nehme ich nämlich die großen Steine, die ich habe, und lege mir die hier schon mal um den Ast herum. Und die geben eine super Stabilität und auch nochmal eine super schöne Höhe, wenn wir nachher das Moos hier oben drauf dekorieren. Und genau, ich lege die jetzt hier einmal rum und man sieht, es hält schon wunderbar. Also das funktioniert wirklich perfekt. Und die andere Seite mache ich jetzt genauso. Jetzt nehme ich nämlich die Lärchenzweige, lege mir die hier an, der war so ein bisschen zur Seite hinweg gebogen und nehme jetzt hier ich habe hier gerade noch den silbernen Draht, der andere ist ja schon am Ende und verzwirbel mir das hier einmal, schneide mir das ab und dann hält das auch wunderbar. Und wie gesagt, ich nehme jetzt hier die kleineren Zweige und arbeite die hier jetzt so ein bisschen mit ein. Und wie findest du das, Micha? Sehr schön. Brauchen wir schon bald keinen Tannenbaum mehr, oder? Wenn hier noch die Lichter reinkommen, ist es doch wirklich ein ganz natürlicher, toller Tannenbaum. Ich hatte tatsächlich überlegt, dieses Jahr gar keinen zu machen. Aber irgendwie haben wir gedacht, können wir auch einen Film machen. Und ich werde jetzt hier nämlich die Tupperschüssel einfach jetzt unter unsere Tanne stellen. Guck mal, und das passt genau. Ich gehe jetzt hier unter den Rand und ich mache das natürlich jetzt erst jetzt, damit da kein Dreck reinkommt. Das ist natürlich wichtig, wenn das Wasser reinkommt, dass das schön sauber ist, auch wegen der Pumpe. Und deswegen sind wir jetzt ganz vorsichtig. Ich werde jetzt hier hinten noch mal ein paar große Steine, aber auch hier vorne rauflegen. Und ich werde jetzt hier noch ein paar Steine nehmen und die überall noch mal auf die Erde rauflegen, um ein bisschen Höhe zu bekommen. Und wenn wir die Steine raufgelegt haben, können wir nämlich ganz vorsichtig jetzt unser Moos nehmen und das hier oben überall rauflegen. Let us bring the greatest time of year. Let the words and the So, ich habe jetzt die Pumpe von hinten hier einmal durchgezogen mit dem Kabel und genau, kann mir das hier hinten jetzt super unter dem Moos natürlich verstecken. Das ist optimal. Dann komme ich jetzt hier schon mal mit dem Wasser. Ich weiß nicht, Micha, kann man das euch zeigen? Und gieße hier jetzt schon mal vorsichtig, richtig schön das Wasser rein. Guck mal, die Pumpe läuft. Und jetzt nehmen wir nämlich Steine, die restlichen, die wir haben. Und auch hier lege ich wieder die Steine wunderbar hier rein. Jetzt habe ich mir hier so einen Turm gebaut. Ich zeige euch das nochmal. Ich habe hier einfach jetzt einen großen Stein vorgestellt und komme jetzt hier mit einem anderen Stein und lege mir den hier rauf. Da kann man auch ein bisschen spielen und dann kann man den Wasserlauf auch noch so ein bisschen beeinflussen. Aber ich finde, das sieht doch wirklich schön aus, ganz natürlich. Wir haben Moos, wir haben Steine, wir haben den Baum. Wie gesagt, diese Idee ist jetzt nicht nur mit dem Wasser. Wir haben es gerade gehabt, deswegen habe ich gedacht, passt das gut rein. Dieser Baum sieht auch wunderbar aus alleine. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Ich hole jetzt noch ein paar Zapfen. Jetzt nehme ich hier nochmal die Heißklebe und werde hier ganz natürliche Zapfen nochmal hier oben raufkleben. Und so einen länglichen Zapfen, ich finde, der passt hier auch wunderbar hin. Der kommt hier einmal nochmal so schräg. Ich habe jetzt einen Zapfen weggenommen, weil ich finde die Baumpilze, genau, da passt noch so ein Stück, den habe ich noch gefunden und ich finde, voilà, das ist doch schon mal nicht schlecht. Und ich finde die Glocke, die passt doch wunderbar hier, Micha, oder? Die muss ran, ne? Also das ist doch so eine richtig tolle Weihnachtsglocke. Ich kenne das noch von früher, wir hatten die immer an der Wohnzimmertür, glaube ich, genau. Ihr auch? Ja. Genau, und wenn die geläutet worden ist, dann war der Weihnachtsmann da. So, und die finde ich, die kommt jetzt hier einfach mal an das Juteband und die fixiere ich mir jetzt hier oben noch mal eben in unsere Krone hier ein. Und das geht eigentlich, mal eben gucken. Und ich fixiere mir die einfach. Micha hat nämlich gesagt, die Höhe ist super so. Und unsere Weihnachtsglocke hängt jetzt auch am Bachlauf. Guck mal, ich habe die Lichterkette schon mal angemacht und auch hier hinten, das kann man wirklich super, da braucht man keinen Draht und nichts, habe ich super hinten reingesteckt und hier ziehe ich mir jetzt einfach nur diese Bündellichterkette auseinander
Und guck mal, das passt genau mit diesem 1 Meter. Und genau, machen wir das hier richtig nochmal in unseren Baum, in unseren Lärchen-Weihnachtsbaum rein. Und guck mal hier, mit Glocke. Und die klingelt sogar, ne? Die läutet, nicht die klingelt, sie läutet. Genau, ihr Lieben. Und das war heute unser Weihnachtsthema, ein Do-it-yourself Weihnachtsbaum mit Licht, mit Wasser, mit Moos und mit Zapfen, ganz natürlich. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch heute inspirieren konnten. Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen hoch. Folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook, da kommen immer kleine Highlights und genau, würden wir uns sehr freuen. Bis die Tage, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wishes take flight and come true for a holiday for me and you. It's the season for all, for the big and the small, for those who are weary and those who came far. Let us come together